Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein perfektes Rezept für die Feiertage, für Geburtstage oder Partys. Diese Roggenpfannkuchen mit einem leckeren, cremigen Lachstopping sind ein perfekter Häppchen oder Vorspeise. Die rustikalen, richtig fluffigen Roggenblinis sind sehr einfach und schnell gemacht. Und heute mache ich dazu ein cremiges Lachstopping, das sehr traditionell finnisch ist für solche Roggenblinis. Aber hier kannst du auch kreativ sein und dein eigenes Topping dazu servieren. Also lasst uns direkt loslegen. Erst werde ich die Roggenblinis zubereiten und für die Roggenblinis brauchst du Dinkelmehl, Roggenmehl, Backpulver und Backnatron, 2 Eier, Milch mit Joghurt, die habe ich schon zusammengerührt, und dann eine kleine Prise Salz. Für den Lachscreme habe ich hier Quark, Magerquark mit etwas Schmand vermischt. Du kannst aber auch nur Schmand nehmen oder Frischkäse nehmen oder auch nur Magerquark nehmen, was für dich so geschmacklich passt. Ich habe heute den gezüchteten norwegischen Räucherlachs genommen, natürlich mit dem ASC-Zertifizierung. So kann ich mir sicher sein, dass das Fisch aus verantwortungsvoller Fischzucht kommt. Und dann habe ich noch Schnittlauch und verschiedene Kräuter. Hier kannst du auch das nehmen, was dir schmeckt. Ich habe alles Mögliche dabei, etwas frischen Dill, Petersilie und Koriander, und ich werde etwas von allem nehmen, alles kombinieren. Ich finde, das gibt so einen richtig schönen Geschmack, Frische zum Lachs, und die alle Kräuter passen auch wunderbar zum Lachs, aber ich weiß, dass viele Koriander nicht gerne essen, dann kannst du den zum Beispiel weglassen. Du kannst auch nur Dill nehmen oder nur Schnittlauch, wie es dir am besten schmeckt. Und dann habe ich noch Radieschen genommen. Hier auch, wenn du die nicht magst, kannst du auch etwas Gurke anstatt nehmen und eine Bio-Zitrone. Ich werde nur die Hälfte mit Zitrone machen, weil mein Mann diese zitronige Frische nicht so gerne mag, aber ich liebe es. Deswegen werde ich Hälfte machen, und so kannst du auch hier immer wieder selber anpassen und was dazugeben, was du denkst, dass dazu passt, oder weglassen, was dir geschmacklich nicht passt. Und als erstes werden wir die Pfannkuchen zubereiten. Für die Pfannkuchen erst die Eier trennen, dann das Eigelb kurz schlagen und kleine Prise Salz dazugeben. Jetzt kannst du auch Mehl nach und nach dazugeben, und wenn du merkst, dass es nicht mehr sich vermischen lässt, es ist zu trocken, dann kannst du auch nach und nach abwechselnd das Milch- und Joghurtmischung dazugeben. Wenn du so abwechselnd die trockenen Zutaten und die flüssigen Zutaten dazu gibst, bleibt der Teig immer so ziemlich fest und du kannst den richtig schön kräftig mixen. So stellst du dir jetzt sicher, dass dein Teig keine Klumpen hat und richtig schön geschmeidig wird. Dann zum Schluss kannst du auch den Rest von Milch- und Joghurtmischung dazugeben und nochmal kurz vermischen. Und jetzt noch den Eiweiß steif schlagen. Das gibt dann dem Pfannkuchen auch noch diese schöne extra Fluffigkeit. Beim Eiweiß mag ich immer den Eiweißtest zu machen. So ist schön steif geschlagen. Ich gebe erst ganz wenig dazu und das vermische ich noch mit dem Schneebesen. So, und dann gebe ich den Rest dazu und das werde ich mit dem Spatel reinheben. So bleibt dann der Teig richtig schön luftig durch diesen geschlagenen Eiweiß. Einfach so vorsichtig in das Teig heben. Und so, der Teig ist fertig, und jetzt den Herd auf mittlere Stufe stellen und eine große Pfanne erhitzen. Dann die Pfanne leicht mit Öl bepinseln, und die Pfannkuchen mag ich mit so einem Eisportionierer zu portionieren. Die sind alle dann gleich groß, aber du könntest die auch mit einem Esslöffel portionieren. Erst die Pfannkuchen von einer Seite so lange braten, bis die Oberfläche nicht mehr flüssig ist, und dann wenden und von anderer Seite so lange braten,
machen, bis die auch schön Farbe kriegt. Die kleinen Pfannkuchen sind fertig geworden und jetzt, während die abkühlen, werde ich noch mein Topping zubereiten. Heute mache ich ein leckeres Lachscreme, aber du könntest auch ein anderes Fisch dazu nehmen. Du könntest Thunfisch aus der Dose anstatt Lachs nehmen oder einen anderen geräucherten Fisch. Oder natürlich kannst du diese Pfannkuchen auch ganz ohne Fisch machen. Du kannst es auch vegan machen. Dann würde ich dir eine Avocado-Topping empfehlen. So, aber wir machen heute den Lachscreme und erst werde ich das Basis für mein Creme, Schmand mit Quark, in eine Schüssel geben und dann das Lachs so fein wie es geht hacken und dann auch direkt in die Schüssel geben. Dann habe ich schon hier meine Kräuter bereit. Ich habe so ein paar Stangen von jedem genommen, so ein paar Stangen Koriander, Petersilie und Dill und dann so ein kleines Bund Schnittlauch und die auch jetzt ganz fein hacken und die Kräuter auch dazugeben und dann noch mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Wie gesagt, ich gebe noch etwas Zitronenabrieb dazu, aber erst später. Und wenn du diesen zitronigen Geschmack auch magst, dann kannst du an dieser Stelle den Abrieb einer Bio-Zitrone dazugeben und etwas Zitronensaft und dann das Ganze gut vermischen. Und wenn du merkst, dass dein Creme etwas trocken geworden ist, das kann sein, wenn du etwas zu viel Kräuter dazu gibst. Bei mir ist das gerade auch passiert, dann habe ich noch ein paar Löffel Quark dazu gegeben, so dass der Creme so richtig schön cremig und saftig wird. Und dann am besten abschmecken, so dass du direkt dann nachsalzen kannst, wenn es nötig ist. Und so ist auch unser Topping fertig. Und das letzte, was ich noch mache, ist die Radieschen ganz fein für Garnieren schneiden. Und jetzt können wir schon die Pfannkuchen belegen. Du nimmst etwa einen Esslöffel Topping und gibst auf jeden Pfannkuchen. Und dann zum Schluss mit Radieschen und etwas Kräuter garnieren. Wie gesagt, wenn du magst, kannst du auch Gurke anstatt nehmen. Die Pfannkuchen sind ein Hingucker. Schaut euch an, wie schön die geworden sind. Und sieht auch richtig lecker aus. Ich freue mich schon auf dem Mittagessen und die Pfannkuchen zu genießen. Und ich hoffe, dass mein einfaches Roggenpfannkuchenrezept dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Ich habe schon in meinem Video sehr viele Topping-Ideen für euch gegeben. Eine habe ich noch: in Finnland werden diese kleinen Pfannkuchen sehr gerne so serviert, dass man die Pfannkuchen auf dem Tisch separat hat und dann verschiedene Toppings zum Auswahl hat. Und eins von diesen Toppings ist ein finnisches Pilzsalat und dieses Rezept gibt es schon auf meinem Kanal und den werde ich für dich noch hier verlinken. Ich finde, es ist auch eine ganz tolle Idee für ein Brunch, weil man dann viele verschiedene Toppings machen kann und jeder kann nach eigenem Geschmack die Pfannkuchen belegen. Mit diesem frühlingshaften Rezept wünsche ich dir und deinen Liebsten eine wunderschöne Osterfeiertage. Hyvää pääsiäistä! Tschüss und bis zum nächsten Mal!